Hallo, von mir gibt es heute ein festliches Winternageldesign. Meine Nägel habe ich jetzt schon vorbereitet. Ich habe unter anderem hier dieses Bildergel von Born Pretty verwendet, um meine Naturnägel so ein bisschen zu glätten, weil die doch relativ uneben waren von Materialresten und insgesamt waren die einfach so ein bisschen, naja, sagen wir mal, so ein bisschen angegriffen, so ein bisschen uneben und deswegen habe ich die hier aufgetragen, damit ich einfach so ein schönes, glattes Finish bekomme. Ich würde jetzt für die, die es interessiert, das im Schnelldurchlauf mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Und wer direkt zum Design springen will, also da füge ich Kapitel ein, dass ihr dann seht, wann genau das losgeht. Genau, ich habe gestartet mit einer dünnen Schicht Base, die ich mit einem Extrapinsel aufgetragen habe. Und nachdem ich die Base dann ausgehärtet habe, habe ich wieder mit einem extra Pinsel eine dünne Fließschicht von dem Born Pretty Gel aufgetragen. Anschließend habe ich dann darüber in die noch feuchte Fließschicht noch so ein bisschen satter das Gel aufgetragen und das habe ich mir dann so ein bisschen zurechtgerückt, wo ich es gerne hätte, sodass der komplette Nagel einfach so ein bisschen schön glatt und schön geformt aussieht. Das ist mit diesem Gel auch wirklich ganz entspannt möglich. Also man kann sich da richtig schön viel Zeit lassen. Da verläuft einem nichts irgendwo hin. Von daher finde ich das auf jeden Fall schön angenehm einfach zu verarbeiten, vor allen Dingen auch als Anfänger. So sieht das jetzt aus, nachdem ich das ausgehärtet habe. Also ich finde die Farbe auch richtig schön und es kaschiert halt so ein kleines bisschen Farbunterschiede oder was auch immer, was sich auf dem Nagel befindet. Aber es ist trotzdem eher schier, aber es ist ein sehr schönes, natürliches Ergebnis, finde ich. Ich werde jetzt noch so ein kleines bisschen in Form feilen. Viel ist da ja jetzt nicht mehr zu tun. Aber die eine oder andere Unebenheit werde ich jetzt trotzdem noch so ein kleines bisschen glatt feilen. Und dann geht es jetzt gleich los mit dem Design. Ich habe jetzt schon mal alle Nägel schwarz lackiert. Und jetzt geht es weiter mit so einem wunderschönen Cat-Eye-Lack. Ich bin einfach so ein Fan von Cat-Eye, deswegen, ja, kommt das jetzt schon wieder zum Einsatz. Aber ich kann einfach nie anders. Man kann damit so einfach so schöne Effekte erzeugen. Deswegen benutze ich das irgendwie auch ständig, weil es halt simpel ist, aber trotzdem ja sehr effektvoll. Und jetzt kommt hier so ein ganz einfacher Magnet zum Einsatz, der aber halt so einen geschwungenen Linieneffekt hat. Und den halte ich jetzt einfach hier drüber. Jetzt ist es schön geschwungen, die Linie, so geht das jetzt in die Lampe. So, die zwei mittleren Finger haben jetzt so ein Cat-Eye bekommen und ja, ich finde es einfach richtig, richtig hübsch. Ich werde das jetzt kurz noch versiegeln, weil ich jetzt gleich noch da was draufmalen möchte. Und ich fand, als ich das ausprobiert habe, dass dass die Farbe so ein bisschen besser über die Oberfläche gleiten konnte, wenn ich das versiegelt habe. Und somit ist ja die Oberfläche auch ein bisschen glatter. Und ich fand das für das Design, was ich gleich malen möchte, irgendwie besser für mich, einfacher zu handeln. Und wenn es schief gehen sollte und man es nochmal runterwischen möchte, dann ist es auch in dem Fall gut, wenn der Untergrund hier eher glatter ist, weil die Farbe sehr hochpigmentiert ist und auf Untergrund, der eben nicht so glatt ist, sich dann so ein bisschen reinsetzt und dann sieht man das durch wie so ein Schleier, der dann dort so entsteht, wenn man zum Beispiel halt korrigieren muss und nochmal wegwischen. Deswegen mache ich das jetzt in dem Fall so, dass hier eine dünne Versiegelung drauf kommt. Die lasse ich jetzt komplett aushärten und bin dann jetzt gleich wieder da. Ich mache jetzt weiter mit so einem silbernen Mirror Painting Gel.
Ich habe hier schon mal so ein bisschen was schon drauf gemacht, weil ich brauchte das ja für die andere Hand schon. Das nehme ich jetzt auch gleich nochmal. Und ja, ich weiß, das kann man nie so gut versiegeln, beziehungsweise es verliert so ein bisschen an Schein, wenn man dieses Gel versiegelt. Aber ich habe jetzt letztens noch mal ein bisschen damit rumgespielt und irgendwie fand ich, dass das gar nicht so schlecht dann trotzdem aussah, nachdem ich es versiegelt habe. Ich werde jetzt nämlich eine kleine, feine Schneeflocke malen und dadurch, dass die Linien jetzt relativ fein werden von der Schneeflocke, fand ich das dann eigentlich ganz schick. Trotz, dass man es dann versiegelt hatte und so ein bisschen die Brillanz wegging von dem Gel. Und da dachte ich mir, das kann man ja dann doch mal verwenden, weil es auch ein bisschen schade ist, wenn man es halt prinzipiell nur rumstehen hat. Und ja, ihr werdet ja dann gleich sehen, wie das final aussieht. Und dann ja, könnt ihr ja selber entscheiden, ob das in Ordnung geht. Und wenn ihr vielleicht selber noch so ein Gel rumstehen habt und es nie verwendet habt, dann, ich finde, wie gesagt, für filigrane Sachen kann man das doch ganz gut benutzen. Ich fange jetzt an, indem ich erstmal ein paar Punkte hier verteile. Das ist halt auch so eine richtig schöne, simple Sache, um so ja, kleine Schneeflöckchen zu machen. Man muss jetzt nur ein bisschen darauf achten, dass die Punkte schön gerade übereinander sind, dass die jetzt nie sich zu sehr außer der Linie bewegen. Ich fange jetzt erstmal einfach an. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ich hoffe, dass das jetzt direkt funzt. Auf den Mittelfinger mache ich jetzt eine bisschen größere. Wenn es jetzt nicht super akkurat ist, ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Das fällt dann am Ende nicht mehr ganz so auf. Aber wenn es ein bisschen akkurat wäre, gut. Genau, das ist jetzt so das Grundgerüst für die Schneeflocke. Und dann gehe ich jetzt hier nur noch mal so ein bisschen mit dem Pinsel rein, aber tue die meiste Farbe prinzipiell schon wieder abstreifen, damit das jetzt hier nicht zu dicke Linien werden, weil es ist ja sowieso auch schon durch die Punktefarbe, die sich dann jetzt damit so weiter bewegen wird. Ich muss das hier bloß mal ein bisschen beiseite nehmen, sonst ist mir das jetzt im Weg. Ich verbinde jetzt die Punkte miteinander, immer von der Mitte aus. Und gebe nach außen hin immer weniger Druck, dass die Linie dann so fein wie möglich zum Abschluss wird. Und ich drehe die Hand immer so, dass ich ganz entspannt in die Richtung bloß ziehen muss. Ja, ich denke, so ist das okay. Jetzt mache ich noch an alle Punkte so eine ganz kleine Mini-Striche auf jeder Seite. Damit das einfach so ein bisschen mehr so einen Schneeflocken-Style kriegt. Da muss jetzt auch nie jeder Strich super perfekt werden. Das fällt dann in der Masse auch gar nicht mehr so auf, wenn da der ein oder andere vielleicht nicht so gut geworden ist. Das ist jetzt die fertige Schneeflocke. Die hatte ich jetzt so erstmal aus oder zumindest an. Ich mache jetzt hier noch die kleinen Patzer weg.
Und härte die jetzt dann, wie gesagt, an. Und dann mache ich noch hier unten noch so ein kleines Bling hin und noch ein paar Punkte, damit das so ein bisschen so ein schönes Gesamtbild ergibt. Hier unten will ich jetzt noch so ein ganz kleines Mini-Bling hinmachen. Deswegen nehme ich jetzt hier auch ein Holzstäbchen, weil ich damit einen feineren, kleineren Punkt setzen kann. Und ich tue jetzt den Pinsel wieder nur so ganz leicht mit Farbe benetzen und versuche jetzt hier so einen ganz kleinen Mini-Strich zu machen. Da hat man jetzt hier unten noch so ein kleines Bling-Ding, sage ich mal. Jetzt werde ich nochmal mit dem Holzstäbchen so ein paar einzelne Punkte auf den Nagel setzen. Jetzt nicht zu viele, nur so als kleiner Akzent noch, um... Oh ne, da muss man vorsichtig sein. Hier hat sich das jetzt so ein bisschen so ein Faden gezogen. Moment, das muss ich nochmal wegmachen. So, jetzt nochmal. Also ja, man muss ein bisschen vorsichtig dann den Punkt setzen, weil das manchmal so ein bisschen fädelt. Und dann, naja, habt ihr ja gerade gesehen, dann fliegt der Faden dann halt manchmal noch mit auf den Nagel und dann ist das kein kleiner, feiner Punkt mehr, sondern hat einen Schwänzel. Ja, ich denke, das reicht so. Das finde ich eigentlich ganz niedlich. Oder setze ich hier noch ein? Ne, ich belasse es dabei. Genau, ich finde halt durch die kleinen Punkte verbindet man auch so ein bisschen diese zwei Flocken oder halt die Flocke mit dem kleinen Bling hier unten. Und ja, so finde ich, ergibt das so ein insgesamt schönes Komplettbild. Und das härte ich jetzt erstmal an, so eine halbe Minute, bloß dass es mir einfach nie verschmiert mehr. Und möchte jetzt auf dem Ringfinger auch noch so ein etwas kleineres Flöckchen malen. Ja, ich denke mal, das werde ich jetzt dann im Schnelldurchlauf nochmal eben zeigen. Das Prinzip ist dasselbe wie jetzt beim Mittelfinger, nur dass die Flocke halt einfach ein bisschen kleiner wird. Das ist jetzt erstmal soweit das fertige Ergebnis. Ich werde jetzt die zwei Finger hier versiegeln, beziehungsweise ich versiegele jetzt erstmal nur einen und dann zeige ich euch mal den Unterschied. Den Mittelfinger habe ich jetzt also versiegelt und den Ringfinger noch nie. Und ja, es nimmt so ein kleines bisschen Glanz raus, wenn man das versiegelt, aber ich finde, das sieht trotzdem noch gut aus. Also ich denke mal, dass das daran liegt, weil das eher so eine feinen Linien sind und das dadurch halt trotzdem noch schön glänzt. Auf einer großen oder größeren Fläche würde das vielleicht eher auffallen, dass das so ein bisschen stumpf wird. Aber ja, ich finde, so kann man das wirklich mal benutzen. Und ich bin doch recht zufrieden dann auch mit dem Ergebnis. Es glänzt ja immer noch schön. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das jetzt so findet, wie das geworden ist. Ich versiegele jetzt noch den Ringfinger und dann mache ich mit den anderen Fingern noch weiter. Bin dann jetzt prinzipiell gleich wieder da, wenn ich das gemacht habe. Auf den anderen Fingern will ich jetzt wieder den Lack hier verwenden. Es sind ein paar Parallelen zum letzten Design, ja. Ich habe wieder Cat Eye und benutze auch wieder diesen Lack hier, aber ich finde, den kann man jetzt vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit so schön irgendwie dazu kombinieren, wenn man jetzt noch so einen kleinen Eyecatcher haben will, der aber jetzt nie die Aufmerksamkeit oder, naja, schon die Aufmerksamkeit, sag ich mal, vom Design weglenkt, beziehungsweise so übertrumpft einfach von der Optik her. Ich finde, der passt sich so richtig schön immer ans Design einfach an und gibt so einen richtig schönen Effekt, so einen ergänzenden schönen Effekt. Oh nein, oh mein Gott, also
hochtrabender kann man es jetzt fast hier kaum erklären wollen. Um es mal kurz zu fassen, ich finde, der lässt sich einfach richtig schön dazu kombinieren, weil er einen dezenten und aber sehr hübschen Effekt einfach mitbringt, der nie alles andere direkt überstrahlt. Genau, das trage ich jetzt, wie gesagt, auf die 3 anderen Finger auf und versiegle das jetzt auch direkt. Und dann kommt noch ein bisschen Strass zum Einsatz. Für den auch noch etwas, sag ich mal, festlicheren Look. Da darf es ja gerne mal ein bisschen mehr sein, finde ich. Ich habe auch Lust drauf und man könnte das zwar eigentlich auch schon so lassen, aber ja, bei mir darf es gern ein bisschen mehr sein. Genau, also ich bin jetzt gleich wieder zurück mit den fertig versiegelten Nägeln. Ich nehme jetzt hier dieses Gel, was ich mir letztens auf Temu geholt habe, um den Strass anzubringen. Ich habe den Strass jetzt angehärtet und nehme mir jetzt so ein bisschen Topcoat für die Perlen. Weil dadurch, dass ich dann hier auch noch mal drumrum versiege, also drüber über die Perlen auch versiege, hält das ziemlich gut. Und ich habe das ja sonst auch immer mit Topcoat gemacht und hatte da eigentlich sehr gute Erfahrungen damit, dass die Perlen wirklich erstaunlich gut gehalten haben. Und das finde ich jetzt ein bisschen einfacher bei den Perlen mit was etwas dünnflüssigerem. Dann kann man die nämlich auch gleich mit dem Pinsel hier aufnehmen. Da kleben die richtig schön dran. Ich finde, mit solchen Perlen kann man das, wenn man so Strass setzt, auch immer noch so richtig schön filigran umspielen. Und das gefällt mir echt gut. Na, genau, so bleibt das jetzt. Das tue ich jetzt auch anhärten. Und dann kommt jetzt abschließend noch die Versiegelung. Da nehme ich jetzt einen dünneren Topcoat. Weil normalerweise bin ich eher so ein Fan von etwas dickflüssigeren Topcoats zum Versiegeln. Aber in diesem Fall habe ich ja auch schon versiegelt und will eigentlich nur noch mal so ein bisschen die Perlen einpacken. Und weil ich aber finde, wenn man das so punktuell nur macht, dass das ein bisschen komisch aussehen kann, auf schwarz mag es gehen, da fällt es jetzt nicht so auf, aber ich versiegel dann immer gerne einfach noch mal komplett. Und ja, das mache ich jetzt mit dem mit dem dünnen Topcoat. Und dann kriegt der Kleine noch ein bisschen Strass und der Daumen vermutlich auch noch. Genau, und dann zeige ich euch, wie das Endergebnis aussieht. Also hier, ich gehe jetzt hier richtig drüber. Aber nie über den Strass, nur über die Perlen. Ach so, ja, und die hier mit den Schneeflocken, die zwei, bekommen auch noch einen kleinen Strass. Da werde ich aber nie extra nochmal nachträglich versiegeln. Da setze ich wirklich mal nur das Gel, hier das Glue Gel oder naja, hier Strassbefestigungsgel von Born Pretty und mal gucken, wie das da hält. Wenn ich das so punktuell einfach setze und dann den Stein da rein quetsche. Ja, also ich mache das jetzt hier noch so schön zu Ende und dann zeige ich euch gleich noch das Endergebnis natürlich. Hier ist jetzt das fertige Ergebnis und ich finde, dass das Design wirklich echt hübsch geworden ist. Die Kombination mit dem Cat Eye in der Mitte und den Schneeflocken, die da so ja umrahmt werden, sage ich jetzt mal, von den 2 Nägeln mit dem Glitzerlack und der Strass, der sich auf jeden Nagel so ein bisschen wiederfindet. Also mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber also ich finde es richtig cool. Mir gefällt's. Und ja, es sollte ja auch ein bisschen festlich sein, ne?
Da darf so Bling Bling ja eigentlich auch nie fehlen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video so ein bisschen gefallen hat und ja, das Design hoffentlich natürlich auch. Und ja, dann war es das jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer sehr fürs Zuschauen und auch für eure lieben Kommentare immer. Ja, hoffe, dass ihr dann beim nächsten Video mit wieder dabei seid und dann sage ich jetzt erstmal ciao und bis dann.